Und bei mir im Studio auch an diesem Morgen ist unser USA-Experte, der US-Journalist Eric Kirschbaum. Guten Morgen, Eric. Morgen. Ist das jetzt ein Showdown bei den Demokraten oder tatsächlich schon ein Selbstzerfleischungsprozess? Ein bisschen von beiden. Joe Biden hat vielleicht ein paar Tage Zeit. Die Spatzen pfeifen von den Dächern. Biden hört langsam die Spatzen. Es ist eine Frage, wann wird er das machen? Benjamin Netanyahu kommt nach Washington am Mittwoch und es gibt Spekulationen, Biden will ihm den Gefallen nicht tun, dass er davor geht, weil es gibt Spannungen zwischen Netanyahu und Biden. Aber in den nächsten Tagen ist es schwer vorzustellen, dass Biden noch länger bleiben kann als Kandidat, weil die Umfragen gehen in die falsche Richtung für ihn. Die Großspender bleiben fern, die geben kein Geld mehr. Der hat nur $20 Millionen im Juli bekommen. Er hat auf 50 bis 100 Millionen Dollar gehofft. Die Großspender machen Streik gegen Biden. Er hat wirklich keine Chance. Er weiß, wie wichtig Geld ist als Schmierstoff für einen Wahlkampf in den USA. Ohne diese Gelder von den Großspendern hat Biden wirklich keine Chance im November. Nun hat aber Vizepräsidentin Kamala Harris, und das ist gestern bekannt geworden, ausgerechnet mit diesen Großspendern eine Telefonkonferenz durchgeführt. Und sie hat noch einmal betont, Joe Biden wird die Wahl am 5. November gewinnen. Ist das jetzt auch wieder Show oder ist das tatsächlich Beruhigung? Wie muss man das einordnen, dass Kamala Harris jetzt tatsächlich für ihren Boss wirbt? Sie musste sagen, das waren nur 5 Minuten und die Großspender, 90 Großspender waren unbeeindruckt und die haben gesagt, das war eine Zeitverschwendung, mit Kamala Harris darüber zu reden. Geld ist so wichtig und Biden hat das Geld nicht mehr, deswegen, der ist auch krank, das wird eindämmern. Biden ist Kandidat geworden vor 5 Jahren, weil er wollte Trump verhindern. Und wenn wir glauben, dass Joe Biden an diese Treue ist, dass er will Trump verhindern, dann wird er sehen, er hat nicht die beste Chance und er wird den Weg freimachen. Immer mehr Demokraten kommen aus den Löchern und die privat die Meinung haben, ist noch größer. Deswegen Biden weiß, dass die Unterstützung bröckelt und diese Senatoren und Repräsentanten, die brauchen einen starken Präsidentkandidat, damit ihr Amt gewählt werden können im November. Und Biden sieht alle runter jetzt. Deswegen Biden weiß, die Unterstützung wird weiter bröckeln, je länger er festhält. Die USA sind immer sehr schnell mit Umfragen und natürlich nach dem Nominierungsparteitag von Trump hat es Umfragen gegeben und er hat zugelegt im Vergleich zu Joe Biden und er hat zugelegt im Vergleich zu Vizepräsidentin Kamala Harris. Also wen haben die Demokraten denn noch, den sie aus der Tasche ziehen können, um tatsächlich einen Neuanfang zu starten? Es gibt neben Kamala Harris auch ein paar Governors mit bundesweiten Rufe und Namen wie Newsom und Whitmer aus Michigan und Kalifornien. Die könnten da reinsteigen. Nancy Pelosi ist eine gute Freundin von Kamala Harris, aber sie plädiert für einen offenen Parteitag, damit die Demokraten wirklich das gut durchsichten können, gut debattieren können. Und man darf nicht vergessen, die Werbewirkung von einem demokratischen Parteitag, die offen für einen neuen Präsident, das wird unheimlich positiv auf die Demokraten ausstrahlen. Die werden wochenlang die Medien aufmerksam haben, was Trump diese Woche hatten. Es könnte für die Demokraten ein Win-Win sein, wenn die beiden anständig verabschieden als jemand, der Trump verhindert hat und richtige Zeit für den Übergang gefunden hat, wenn er freiwillig macht. Das könnte für die Demokraten noch am Ende August ganz, ganz anders und positiv ausschauen. Das heißt, Trump kann dieses Momentum, was er im Moment ja hat, gar nicht so richtig nutzen? Ja, der hat ein paar Tage jetzt Scheinwerfer und das ist üblich, dass der Parteitag hilft den Kandidat für ein paar Wochen. Aber Trump hat mit seiner etwas dunklen Rede, die zweite Hälfte zumindest, Wähler abgeprallt. Er hat die Chance gehabt, Neue zu gewinnen. Er hat nur seine Basis da mobilisiert. Er hat kaum neue Wähler dazu gewonnen mit seinen dunklen, makabre American Carnage Rede gestern Abend. Deswegen, ob das dauert, dass Trump diese Bounce hat, ist eher zu zweifeln. Das Interessante ist ja auch, er hat ja mit Präsident Zelensky jetzt telefoniert und bei der Rede, die du angesprochen hast, hat er ja gesagt, er muss nur ein Telefonat führen, dann sind alle Kriege beendet. Also sehr selbstsicher Donald Trump, das hat er ja öfter gesagt. Aber dieses Telefonat mit Zelensky, welche Bedeutung hat das? Was ist das auch für ein Signal? Wir wissen nichts über die Inhalte. Zelensky hat ihm gratuliert, dass er jetzt nominiert ist. Und Trump hat gesagt, gutes Gespräch, aber wie gesagt, keine Inhalte. Wie muss man das einordnen?
Ja, Zelensky will Kontakt pflegen. Er sieht auch die Umfragen, er weiß, wie das läuft und er will mit Trump ein Verhältnis aufbauen. Die haben eine Vergangenheit, das nicht so positiv war. Und Zelensky denkt natürlich an die Zukunft, was passiert ab November oder ab Januar, wenn Biden nicht mehr im Amt ist. Und Trump hat konkrete Pläne, auch J.D. Vance hat konkrete Pläne für Ukraine, nämlich gar kein Geld mehr dahin zu schicken. Deswegen war ein interessanter Schachzug von Zelensky, aber Trump ist wahrscheinlich von dem Telefonat nicht bewegt, plötzlich einen anderen Kurs einzufahren für Ukraine. Eric, es bleibt spannend in den Vereinigten Staaten. Danke für deine Einordnung auch an diesem Samstagmorgen. Gerne.